Vierter Versuch mittlerweile. Vierter Versuch am Kupfersee. Wieder mal hier mit der gleichen Köderkombination. Und heute läuft's. Ja, nochmal ganz anders rangegangen. Also mit dem JD gerade nochmal ein bisschen hin und her geschrieben. Der meinte, ja Alter, ich probiere das jetzt nochmal ein bisschen anders. Also gar nicht mal immer hier auf die dicksten Dinger und groß und versuchen hier die dicksten Boilies reinzuballern und damit die Trophys zu jagen, sondern klein, fein und zart. So, ran hier an den Spot. Ich war jetzt hier bestimmt das dritte Mal schon nur an der Stelle und ich war hier vorne war ich auch schon, das habe ich jetzt gerade noch nicht getestet und da hinten habe ich auch schon eigentlich zweimal noch gestanden. Also ich war noch viel öfter jetzt die letzten Tage hier am Kupfersee, immer wieder probiert und immer wieder eine Stunde in den Sand gesetzt und es ging so gut wie gar nichts. Naja, und jetzt einfach mal probieren, was denn jetzt hier so geht. Und ich bin jetzt hier seit ein paar Minuten, noch gar nicht so lang, aber das ist schon mal nicht so schlecht. Also es fängt zumindest für noch nicht mal 10 Minuten, fängt es schon mal gut an. Es sind nicht gigantisch große Fische, aber sie kommen einfach rein. Und man hat schon mal, na klar, die Dinkelsbühler, aber auch die Kois und sogar die seltenen Kois. Und ja, also sie kommen schon mal rein. Sagen wir es erstmal so. Es sind schon mal welche da und es scheint zu funktionieren. Und na klar, das ist vielleicht doch schon mal eine gute Basis. Dass man sagt, okay, man steht hier und fängt wenigstens ein bisschen was. Und dann kann man sich ja immer noch überlegen, ob man vielleicht dann die dritte Route auf ganz große oder deutlich größere Köder einstellt. Und dementsprechend hat man vielleicht Frequenz auf 2 Routen. Die bimmelt jetzt übrigens gerade das erste Mal. Die ganzen anderen Bisse oder alle anderen Fische waren bisher nur auf 2 Routen. Jetzt bimmelt hier das erste Mal die dritte. Mal guck. Allerdings ist hier bei mir auch genau wie bei den anderen genau die gleiche Köderkombi dran. Und schau mal einer, guck, selbst auf diese ganz kleinen Köder, gucken wir uns gleich alles im Detail an, scheinen sie hier reinzugehen. Also gar nicht mal so groß rein. Noch einen Punkt. Ich habe mir nochmal die Rekorde auch angeguckt und auch da sieht man bei den ganzen, guck mal, da geht erstmal eine Trophy rein, ne? Südlicher neunstacheliger Stichling, der Neverluck-Alden. Sauberalden. Richtig schön, fehlt mir auch noch. Zurück zu den Kois. Auch in der Trophy-Liste sieht man oder in der Rekordliste sieht man eben, dass immer wieder so 14er Boilies, 14er, 15er rum immer wieder sehr gut funktionieren. Ja, natürlich auch Ausreißer mit einem 18er, 20er Boilie. Ja, auch mit dabei. Aber die große Masse und dann auch tatsächlich die große Masse an der Fische, wo man denkt, ja geil, Alter, das ist mal eine Trophy. Trotzdem auf kleine Köder. Von daher vielleicht doch nochmal eher ins Kleine und Feine reingehen hier an dem Gewässer und gucken, dass man dann hier einfach nochmal feiner vorgeht. Meine Trophy, meine Dinkelsbühler Zeilkarpfen-Trophy war zum Beispiel auf 13 Kilo. Wenn mich nicht alles täuscht, war es ein 4er Haken. Bin mir aber nicht so ganz sicher mehr gerade. Aber auf jeden Fall eben auch relativ fein vom Vorfachsmaterial. Also es gibt wohl doch eine Vorliebe oder vielleicht sind die hier schreckhafter, die Fische, und man muss hier doch noch ein bisschen zarter und ein bisschen vorsichtiger reingehen, als in den üblichen Karpfengewässern. Also das wäre doch mal was. Bisher bin ich gespannt, wie es weitergeht. Es ist jetzt gerade hier normales Wetter. Also normale Wassertemperatur. Jetzt kommt hier gerade Wetterwechsel in Richtung Gewitter. Naja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich habe gar nicht darauf geachtet, wie das Wetter allgemein ist oder werden soll. Ich bin jetzt hier einfach hin, direkt nochmal testen auf kleinerem Setup. Gucken wir uns auch gleich im Detail an. Und und dann losgelegt hier. Einfach mal ausgeworfen und nach wenigen Minuten auch halt so ein Ding. Nicht erst eine Stunde hier sitzen, eine Stunde Futtermische reinballern, hunderte Gramm
und dann irgendwann dass dann auf einmal losgeht. Nee, es geht halt sofort los. Also ich habe wirklich nicht lange gewartet und es kamen schon direkt die ersten Bisse. So, was haben wir denn jetzt hier? Wer ist denn hier gerade so gierig und zieht hier ordentlich ab? Ich würde ja tatsächlich fast hier die Bremse zumachen. Ich bin relativ, ja, mit relativ dicker Schnur gerade hier. Nur mit kleineren Haken und kleineren Ködern. Aber an für sich bin ich schon ready. Ja, und die Bremse summt. Ich bin schon ready, eigentlich auch für den längeren Fight hier. Und das Ganze hier natürlich gerade immer noch schön mit der Full Metal, die es am Weihnachtsmarkt gibt. Schöne 6000er Rolle, schön langsame Übersetzung, aber kraftvollere Übersetzung. Also an für sich genau das Richtige eben auch hier fürs Karpfenangeln. Nicht so schnell einkurbeln, aber dafür dann, wenn er abziehen will, schön genug Kraft, um dagegen zu halten, beziehungsweise dann eben auch mit Kraft halt reinzuziehen. Na guck, der wird noch ein bisschen brauchen, also geben wir ihm noch mal ein bisschen die Zeit. Da schimmert er langsam durch. Da kommt er doch. Was haben wir denn? Schon wieder einen Zeilkarpfen, ne? Ja. Einen Zeiler, Dinkelsbühler Zeiler. Ja, den nehmen wir doch gerne mit. Auch wenn ich ihn schon als Trophy habe, ist es doch einer mit Seltenheitsabzeichen. Und das alleine ist doch schon wieder gut. Das heißt, da werden wir doch bestimmt auch ganz gut Cash für kriegen. Gucken wir mal, wie schwer der wird. Ah, in Richtung Trophy geht das noch lange nicht. Das war ja noch nicht mal die Hälfte der Drillzeit. Aber er ist zumindest schon mal ganz gut abgegangen. So, na komm. Und jetzt so langsam hier. Na guck, 18,6, 18,7 fast. Das ist doch schon ein schönes Gerät. Ja, das passt doch schon ganz gut. Ja, denn direkt wieder raus hier. Und was ich noch gar nicht getestet habe. Zack. Was habe ich denn hier eigentlich? Na, machen wir mal so locker. Was habe ich denn hier eigentlich für einen Untergrund? Ich hatte zuletzt, wo ich hier stand, hatte ich den Eindruck, also es war, glaube ich, alles sandig. Und jetzt bin ich hier auf 13 Meter Clip. Das ist natürlich auch wichtig. 13 Meter. Und da gucken wir mal, wie der Untergrund ist. Schön langsam durchziehen. Und ich glaube, hier war es auch sandig, ne? Ja, sandiger Untergrund. Heißt also, ich müsste hier gleich nochmal umbauen. Zumindest sandiges Leadcore und sandiges Blei, damit wir hier eine bessere, ja, oder eine weniger Scheuchwirkung haben. Ich war, glaube ich, hier komplett noch auf Lehm, denn zuletzt stand ich hier. Und hier in dem Bereich wäre halt auch nochmal eine Möglichkeit. Hier in dem Bereich sollte Clay sein. Ja, lehmiger Untergrund in dem Bereich. Also bestimmt auch eine Möglichkeit, einfach hier fein nochmal reingehen. Wenn du eher mit Lehm-Setup unterwegs bist oder so, braunes Blei und so weiter, vielleicht einfach hier testen und ansonsten hier testen. Es ist ja ungefähr die gleiche Area. Sind, naja, nicht so ganz. Ne? Es werden zwei Spots sein. Es ist ja auch unterschiedlicher Untergrund. Aber naja, irgendwie so ganz weit davon entfernt ist es, glaube ich, nicht. Vielleicht klappt es daneben ja genauso gut. So, was haben wir denn hier für Setups? Nutzen wir doch die Abendstunden aus. Also ich bin hier mit den Feederrouten unterwegs, einfach relativ groß hier mit den Royal Feedern. Plus 10% aufs Grundfischen, immer schön alle Boni mitnehmen und das Ganze eben hier mit der Full Metal. Full Metal 60, richtig schönes Teil. Ich habe hier fast 160 Meter Schnur drauf. Mit 110, 120 kommst du hier an dem Gewässer komplett klar. Und sollte es normalerweise auch nicht leer gezogen werden, wenn man sich halt ein bisschen bewegt, kommt man hier eben auch mit 160 Meter ganz entspannt klar. Relativ dicke Schnur habe ich hier gerade, einfach nur, weil genug drauf passt. Es ist eine Monoschnur. Das heißt, sie hat ein bisschen Dehnung. Die ganzen Kopfschläge gehen halt in diesen Gummieffekt der Monoschnur rein und die machen halt nicht so viel Stress plus deutlich weniger Verschleiß auf dem gesamten Setup. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Viel, viel weniger Verschleiß. Ja, Leadcore hier natürlich jetzt gerade alles verkehrt, denn hier müsste jetzt gleich sandiges Setup hin.
und dann hier einen 6er Haken. 6er Haken ist mal richtig klein. Ist für mich die Hakengröße, wenn ich zum Beispiel am Bernsteinsee bin, wenn ich auf Masse gehen will. 6er Haken, Maiskorn und dann auf Masse am Berni klappt immer wieder gut an den verschiedenen Hotspots. Da kann man das richtig gut machen. Darunter war ich eigentlich noch nicht. Nee, darunter war ich noch nicht mit Karpfen-Setup. 6er Haken für mich das kleinste, 4er Haken, 6er Haken. Und natürlich, wenn man dann normal groß unterwegs ist, der 1er Haken, das ist glaube ich mit der gängigste. Und alles, was dann da drüber geht, wird dann auch schon wieder sehr, sehr, sehr speziell. Also jetzt nehmen wir das Ganze mal, wie es hier ist. Dann gucken wir gleich nochmal in das PVA rein und bauen das jetzt nochmal eben um. Es gibt ja diese verschiedenen LED-Cores mit den verschiedenen Farben. Slit hier oder Silt hier zum Beispiel mit dem schlammigen Untergrund. Und dann haben wir eben hier, wo sind sie? Da. Ich meine, es ist Brown, wenn mich nicht alles täuscht. Im Detail lehmig und sandiger Untergrund. Sind wir doch in dem Bereich. Also nehmen wir doch einfach das hier für lehmig und sandig. 27 Kilo reicht auch komplett aus. Dann nehmen wir hier noch, nehmen wir mal hier vielleicht einfach das hier mit 50 Gramm, jawohl. Sand, sandiges Blei. Und jetzt ist natürlich die Frage, wir können theoretisch hier das Geflecht, das Vorfachsmaterial, könnten wir natürlich auch wieder anpassen. Aber auch Rot scheint ja von Karpfen wohl nicht so gut zu sehen, also gesehen werden zu können, die rote Farbe. Und von daher klappt das wohl mit dem Rot auch ganz gut. Es gibt allerdings auch sandig. So, da sind wir hier schon bei den ganzen Camos. Ich glaube, ich muss jetzt hier auch gar nicht so ganz dick reingehen. Ich bleibe mal hier, genau, da haben wir sie doch. 40 cm und dann, wenn wir hier drüber hovern, da haben wir es auch schon stehen, Sand Camo. Das ist das, was ich jetzt hier verwende. Im Detail, es sieht eher so aus, naja, so ein gelb-grün. Und das nehmen wir jetzt hier in Kombination und dann geht es jetzt damit einfach weiter. Wieder schön raus auf 13 Meter. Zack. Jawohl. Passt schon. Und so baue ich dann jetzt gleich sämtliche Setups wieder um. Und damit reicht es doch. Das ist doch ein ganz gutes Setup. Die Nacht, na klar, die Nacht nutzt man dann exakt für sowas, weil es halt in der Nacht immer ein bisschen weniger zu tun gibt. Da sind die, oder naja, nicht immer so aktiv, sagen wir es mal so. Es gibt häufiger mal so ein bisschen Flaute und dann nutzen wir das Ganze doch. Ist das jetzt hier alles unterschiedlich? Warum sind die so weit auseinander? Alter, ich sage dir, ne, eine Bezeichnung, nee, das ist Mono, eine Beschriftung auch für Vorfächer wäre so essentiell, ne? Es gibt so ein Kuddelmuddel hier mit den Vorfächern immer, dass man da so lange immer suchen muss. So, Sand, das haben wir auch. Ansonsten alles gleich. Einfach nur Lachs und einfach nur Thunfischöl. Ganz, ganz, ganz simpel. Und zack, wieder raus damit. Ja. Und das dritte auch nochmal. Und dann haben wir es. Dann gucken wir nochmal gleich in die Futtermesche rein. Und dann geht es gleich in den nächsten Tag rein. Bin ich auch gespannt, wie das läuft. Ob das jetzt auch noch länger hier läuft. Das ist natürlich auch essentiell, dass man eben nicht nur so ein, zwei Fische hier rauszieht und dann war es das. So, wo sind wir hier? Tap, 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 tap. 6 Kilo. 6, wo ist es? Da, 27. Das haben wir. Alles umgebaut, perfekt. Und auch hier wieder raus. Und bevor wir rauswerfen, schnell nochmal reingucken. Das ist hier gerade die Kombination. Die hatte ich jetzt die letzten Tage auch immer schon im Einsatz. Einfach komplett auf Erbsenbasis. Mein Ziel hier war tendenziell eher Dinkelsbühler anzulocken, weniger die Kois. Deswegen bin ich eher so oft so ein bisschen robuster reingegangen. Also die olle Erbse ist damit drin. Erbse nochmal rein, Mais nochmal rein. So ein bisschen mehr die Basics, weil eben die Dinkelsbühler ganz gut auch mal auf so eine schöne Kartoffel, Bratkartoffel mit Speck und Ei. So ist der Dinkelsbühler. So ein bisschen basic unterwegs. Und so ist dann eben auch jetzt die Futtermische. Schön auf Erbse, Mais mit drin und dann nur so ein bisschen in Richtung Lachs und Thunfisch von der Aromatik hier mit den Feed Pellets rein. That's it. Wenn man natürlich jetzt vielleicht nur auf die Kois aus ist, vielleicht nimmt man da einfach auch mal eine ganz andere Basis. Vielleicht irgendwie Rapssamen oder sowas mal mit reinnehmen.
und dann vielleicht nochmal mehr auf die Aromatik eingehen. So, das machen wir jetzt hier weg. Es zuppelt wohl auch schon wieder. Das ist gut, denn das heißt, das Setup wird schon gut angenommen. Jawohl. Und da kommt der nächste. Ne, ein kleiner Spiegel, ne? Na, 3 Uhr, 4 Uhr morgens. Ja, jetzt ist die Nacht gleich rum. Es geht jetzt gleich in die Morgenstunden. Ich mache das Setup jetzt runter und ich glaube, wir haben alles gesagt, was wichtig ist. Also rein und zwar fein bzw. klein auch nochmal hier ran. Das ist schon essentiell. Danke hier auch nochmal an den JDL One on Two. Jetzt haben wir ihn komplett. Danke für die Info. Danke fürs nochmal darauf hinweisen, wie du da gerade rangehst mit diesem kleinen, feinen, zarten Setup hier. Komplett einfach auch mit dem Haken. Ja, scheint wirklich ganz gut zu funktionieren. Und gerade wenn man eben auch auf Masse aus ist, weil man mal eben ein bisschen Cash machen will, ein bisschen XP farmen will, dann ist das so in der Art, glaube ich, ein ganz guter Weg. Einfach hier an verschiedenen Spots das so basic zu testen. So, jetzt aber ran hier ans Wasser, rausziehen die Brocken, toi toi toi, Daumen da lassen natürlich nicht vergessen, Kanal abonnieren, hast du bestimmt schon, oder? Wer hat das denn nicht? Daumen da lassen, Kanal abonnieren, Petri, bis zum nächsten Mal.